Hallo, ich bin Verena, bin bald 32 Jahre alt. Ich bin Andreas und ich bin 33. Und wir leben zusammen hier in der Jurte als Erstwohnsitz. Ja, wir sind jetzt hier bei uns im Bad, was auch gleichzeitig unser Eingang ist. Man kommt quasi direkt, wenn man in die Jurte reingeht, zu uns ins Bad oder in den Vorbau. Wir haben hier eine Badewanne zum Beispiel auch. Das war uns irgendwie wichtig und tatsächlich auch mit das Erste, was wir gekauft hatten, als wir beschlossen haben, wir bauen eine Jurte. Wir haben ganz normal eine Toilette. Das war, als wir uns entschlossen haben, das hier offiziell und legal zu machen, tatsächlich Pflicht, dass wir uns auch anschließen. Und deswegen die Toilette und der Wasseranschluss auch fürs Waschbecken und unsere Waschmaschine. Was uns auch wichtig war, dass wir nicht mit der Hand waschen müssen. Und das halt irgendwie ein Leben ist, was auch doch einfach trotzdem gehalten ist und jetzt nicht komplett ausufert in ganz viel Handwerkliches noch nebenher. Wir haben auch eine Trockentrenntoilette, weil wir schon trotzdem auch irgendwie diesen Kreislauf leben wollten. Und jetzt haben wir einfach 2 und das ist okay. Von Anbau kommt man dann direkt bei uns in die Jurte rein, in die Hauptjurte. Ja, da geht es dann gleich weiter mit der Küche. Da fehlt es sich eigentlich auch an nichts. Wir haben auch eine Waschmaschine, Spülmaschine, einen Ofen, weil wir kochen eigentlich hauptsächlich im Winter auf dem Ofen auf unserer Küchenhexe. Aber im Sommer mag man den natürlich nicht anschüren, da wird es dann noch wärmer sonst. Deswegen haben wir auch einen kleinen Ofen. Einen Gasherd. Unsere kleine Vorratskammer. Ich habe so diese Idee mitgebracht. Ich habe Geografie studiert und war eben auch viel in Zentralasien und habe da öfters mit den Yaks in nächster Nähe in Jurten eben geschlafen und fand das einfach eine schöne Erfahrung. So dieses Raumgefühl eigentlich letztendlich. Und genau, wir haben uns dann kennengelernt und gemerkt, dass wir beide uns also verkleinern wollen, in einem kleinen Zuhause leben wollen. Und Tiny Häuser sind ja doch recht kostenintensiv meistens. Und dann haben wir eben so ein bisschen geguckt, was ist bezahlbar möglich, wo man auch relativ viel selber machen kann. Und dann sind wir so auf die Jurte gekommen. Also eigentlich haben wir alles selber gemacht, was man so ohne große Vorerfahrung eben machen kann. Wir hatten da gute Anleitung vom Jakob, der ist unter Nomadic Fire im Netz bekannt und der hat uns da sehr gut begleitet bei allen Schritten. Das heißt, also die Dachstangen haben wir selber aus dem Wald geholt und quasi dann auf die Länge zugeschnitten und geschält. Und das Scherengitter haben wir dann eben auch stückchenweise selber produziert, haben uns da für das Knoten entschieden. Das heißt, wir haben tatsächlich hunderte Knoten gemacht, die ja alle eben Zuwendung wollten, brauchten. Ja, das war oft natürlich auch herausfordernd, also so richtig viel am Stück konnte man da nicht machen. Ja, ansonsten ist das Konzept vom Jakob ein bisschen anders, angepasst an die Breiten hier. Also es ist ja wie so eine doppelte Jurte, also es hat eine Unterlüftung nochmal, also eine zweite Haut, wo dann eben gut das kondensierte Wasser wieder abtrocknen kann und da eben dieses Schimmelproblem nicht so schnell auftritt. Das heißt, wir haben eben auch mit Unterspannbaren gearbeitet. Und haben da auch eine relativ gute Dämmung. Also wir haben
20 Zentimeter Steikoflex, also diese Weichholzdämmmatten da verbaut. Und die Wärme hält sich sehr lange hier. Also ich würde sogar behaupten, fast länger als in einem alten Haus. Und von dem her sind wir da irgendwie ganz gut mit dem Konzept hier. Durch die Dachkuppel auch vor allem und die anderen Fensteröffnungen kann hier einfach sehr viel von der solaren Strahlung eintreten. Und das macht die Jurte quasi auch, wenn es draußen, ich glaube, es hat jetzt wahrscheinlich so 8 Grad oder so vielleicht oder 7. Wir haben jetzt heute noch nicht den Ofen angeschürt und es ist trotzdem angenehm warm hier drin auf jeden Fall. Ja. Es war eigentlich gar nicht so arg viel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben ja relativ viel selber gemacht und sind dann summa summarum, ich glaube, ungefähr auf 20.000 Euro gekommen. Aber da ist wirklich auch mit eingerechnet das ganze Holz und jetzt beispielsweise halt auch unsere Möbel. Also wir haben alles, es ist ja alles so ein Prozess gewesen, der entstanden ist, also in dem es entstanden ist. Und ja, da ist, glaube ich, 20.000 sogar gut kalkuliert. Ja, sehr genau. gut. Ja, das ist ein Eicheboden, den wir uns da geleistet haben. Ist ein bisschen teurer gewesen, aber es erfreut einen halt auch jeden Tag. Von dem her, ja, und wir haben das eben auch so in Segmenten gemacht, so dass man das auch wieder rückbauen kann, theoretisch. Ja, und ich habe mich da so stückchenweise eingearbeitet. Das war doch ganz schön aufwendig. Also ich habe zwar eine CAD-Zeichnung dazu gemacht, aber es war dann doch alles so ein bisschen anders. Das heißt, man muss einfach jedes Stück händisch zuschneiden. Ja, und da habe ich auf jeden Fall meine guten Stunden verbracht hier im Sommer. Ja, und bin aber grundsätzlich ganz zufrieden. Also ich hatte dann auch hier bei dem runden Abschluss in der Mitte, muss ich gestehen, Unterstützung von unserem lieben Schreinernachbarn, der uns dann da auch zur Hilfe geeilt ist. Also ich glaube, sonst hätte ich es jetzt nicht zu so einem guten Abschluss dann gebracht. Das hat 3 Tage gebraucht, also so die Hauptjurte. Ja, wir hatten aber auch sehr viele Helfer, also das ist natürlich davon abhängig. Also ich glaube, wir waren bei den Hochphasen, glaube ich, waren wir schon 9 Leute oder so, die dann da auch vor allem beim Dämmen viel geholfen haben. Und dann geht es hier so ein bisschen weiter in unseren Essbereich. Wenn wir viele Freunde bekommen, können wir den Tisch auch ausziehen. Dann hat man hier tatsächlich hier die ganze Fläche und bekommt auch, ich glaube, wir waren schon zu 11 oder 13 Menschen hier, oder? Ja? Ja, genau. Gehen hier locker rein und haben da immer eine gute Zeit. Und dann wird es auch schon weiter in den Schlafbereich gehen. Den haben wir so ein bisschen abgetrennt mit einfach so einem Schlafnetz. Ist das auch spürbar, dass es quasi ein getrennter Bereich ist, oder ist euch das gar nicht so wichtig? Es ist schon spürbar, wenn man da drinnen ist man so ein bisschen in seiner Höhle einfach. Ich glaube, mir wäre es aber nicht wichtig. Also hat sich irgendwie so ergeben und auch so das Gefühl, dass wenn man Gäste auch mal hat, dass sie nicht gleich im Schlafzimmer stehen. Ne? Das ist auch irgendwie, genau, haben wir das so ein bisschen so abgetrennt und ja, ist eigentlich ganz schön so. Genau, und dann geht es dahinter weiter, da ist unsere kleine Bibliothek. Wir haben ziemlich viele Bücher, konnten auch gar nicht alle mitnehmen. Es ist sehr vollgestopft, weil einfach der Platz natürlich jetzt nicht so wie früher ewig viele Regale zu haben. Aber geht auch, hat man halt ein bisschen aussortiert und nur die wichtigsten mitgenommen. Das Klavier. Hier ist so ein bisschen unser Büro einfach abgeteilt. Wir arbeiten beide von zu Hause oder können von zu Hause arbeiten und dann ist es immer so ein bisschen, einmal ist einer da, ich gehe dann manchmal auch rüber in den Essbereich, um dann einfach dort zu arbeiten. Das ist ja mit dem Laptop immer möglich.
Und dann muss man schon auch sagen, dass wir großes Glück hatten mit dem Grundstück, weil es einfach in einem Mischgebiet liegt und da kein Bebauungsplan eben drauf war. Und wir hier eine ganz arg tolle Gemeinde haben, die das halt auch einfach, also da offen dafür war und das halt auch bewilligt hat. Also wenn die Gemeinde schon Nein gesagt hätte, hätten wir nicht weitermachen brauchen. Ja, und dann hatte Andreas ganz viel Nerven und ja, viel Ausdauer in den Bauantrag gesteckt und dann immer wieder mit dem Landratsamt korrespondiert, sozusagen. Vielleicht magst du was dazu erzählen. Da. Ja, also ich glaube, grundsätzlich war es schon einfach, ja, dieser lange Atem, also diese Ausdauer. Wir waren ja sehr lange auf der Suche, waren auf 2 Projekten davor, wo wir das eigentlich verwirklichen wollten. Also wir haben uns von diesen Umständen, sage ich mal, nicht beirren lassen und ich glaube, das hat sich am Ende dann tatsächlich auch vielleicht ausgezahlt. Also das Glück war ja eigentlich, dass Verena durch Zufall diesen ehemaligen Pferdebauer von früher getroffen hat, mitten im Wald, der dann dieses Grundstück hier aufgetan hat. Also, Ja. und dann, also es waren viele Zufälle, würde man vielleicht so von außen sagen oder eben auch nicht, die uns irgendwie diesen Traum dann ermöglicht haben. Als Selbstständige liebe ich meine Freiheit. Aber was ist mit meiner Rente? Keine klassische Rente, kein Arbeitgeber, der vorsorgt. Das bedeutet, ich muss selbst an später denken. Zum Glück gibt es smarte Wege, um privat vorzusorgen. Ohne komplizierte Verträge oder hohe Gebühren. In der App von Trade Republic kann ich mit wenigen Klicks mein Geld anlegen. Ich wähle ETFs, Krypto oder Aktien aus, lege fest, wie viel ich investieren möchte und fertig. Es ist eine einfache, verständliche Übersicht, wo ich den Verlauf der Aktien beobachten kann. Es gibt Bewertungen von Analysten, wonach ich mein Handeln richten kann und ich kann sogar einen Preisalarm einstellen, um nach meinem Ermessen Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Im Suchfeld kann ich nach Aktien suchen, die sich für mich gut anfühlen. Es gibt auch zahlreiche grüne Unternehmen. Mein Guthaben bringt mir 2,75% Zinsen. Starte jetzt mit deiner Altersvorsorge. Lade dir die Trade Republic App herunter, investiere smart und sichere dir 2,75% Zinsen jeden Monat. Den Link zu Trade Republic findest du in der Videobeschreibung. Also wir wollten letztes Jahr ganz motiviert starten und sind dann doch so ein bisschen vom Arbeitsalltag eingeholt worden. Wir haben uns hier einen Berg Erde liefern lassen und haben leider dann eben nur geschafft, die Hälfte zu verarbeiten. Genau, wir haben hier oben schon so eine Kräuterspirale angelegt, die dieses Jahr auf jeden Fall noch wachsen darf. Aber die Grundstruktur steht auf jeden Fall schon. Und genau, ich habe als Geograf meinen Schwerpunkt ja so ein bisschen auf Permakultur auch gelegt. Und habe jetzt eigentlich das erste Mal so eine Spielwiese zur Verfügung. War davor quasi selber jetzt praktisch noch gar nicht so wirklich viel tätig, außer bei Praktikas und so weiter. Ja, also so wollen hier gerne natürlich so ein Beet anlegen, wahrscheinlich so Richtung Market Garden, so vom Konzept her. Und wir haben auch schon ein kleines Gewächshaus da hinten unter den ganzen Sachen liegen, was aufgebaut werden will. Ja, das ist so der Plan und dann wird auch noch so ein kleines Gartenhaus hier entstehen, wo wir endlich mal die ganzen Sachen, die hier so verteilt sind, reinwandern dürfen. Passt es so? Siehst du das? So, jetzt. Kannst du es so halten? Warte mal kurz. Ja.
Ja, genau, wir haben so ein bisschen gemerkt, da wir eben um die Jurte rum nicht so eine Bodendeckelverschalung gemacht haben, kann das nicht so gut abtrocknen. Also das heißt, die Bretter sind da jetzt genau auf der Unterspannbahn drauf. Das heißt, wenn da irgendwie Feuchtigkeit dahinter ist es eben nicht so jetzt wie beim Dach, dass dann da eben gut was zirkulieren kann. Und deswegen überlegen wir, das eben nochmal in diesem anderen Konzept zu erneuern. Ja, ja, also mich graust noch ein bisschen davor. Aber ja, das ist aktuell die Überlegung. Also an manchen Stellen müssen wir es sowieso nochmal ausbessern, weil da war zu viel Spannung durch die Rundung da. Das heißt, da ist es sowieso, da ist die Notenfeder auseinandergegangen. Ich arbeite selbstständig als Geograf, ja, in einem Projekt in Crailsheim eben. Ist über einen Verein und eine Stiftung finanziert, also hauptsächlich über Spenden. Genau, und ich bin jetzt gerade dabei, mir so ein zweites Standbein aufzubauen. Ich habe einige Ausbildungen gemacht zum geistigen Heilen, also eine ganz andere Richtung eigentlich, aber die ich so durch Verena auch entdeckt habe. Ja, und bin da jetzt immer mehr aktiv und bin jetzt auch gerade am Ausbauen, so ja, einen Arbeitsraum zu suchen, die Webseite eben auch fertigzustellen, um dann eben auch da ein bisschen durchzustarten. Ja. Man kann das gar nicht so jetzt wirklich einen Namen geben, was ich tue. Ich bin auch selbstständig. Ich bin einmal Tierkommunikatorin, also übe Tierkommunikation aus und das kann man auch bei mir üben. Ich gebe Workshops, wo man das dann eben lernen kann. Ich bin in der Traumatherapie unterwegs, mache auch so Seelenwanderungen mit Menschen in der Gruppe oder einzeln. Bin freie Rednerin, ich mache Hochzeiten, Taufen und auch Beerdigungen. Gerne auch schamanisch, wenn jemand möchte, aber auch ganz traditionell, je nachdem, was gerade gewünscht ist. Habe ich noch was vergessen? Ah ja, genau. Aktuell bin ich noch ein bisschen mit dem Kindergarten und helfe damit aus, weil hier bei uns ein Waldorf-Kindergarten ist, quasi einmal den Berg runter. Das hat sich irgendwie so angeboten. Ja, ich glaube, das war es so grob. Das ist so mein Spektrum, was ich anbiete und ja, ausüben darf. Und das ist eigentlich nicht wirklich eine Arbeit für mich. Es ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt, einfach zu leben. Und das ja, finanziert quasi sozusagen dann wiederum mein Leben. So ist. Also offenerweise ist das schon auch ein Thema gewesen jetzt so die letzte Zeit. Und insofern so eine zweite Jurte als Nebengebäude, wo man sich dann auch irgendwie mal eben zurückziehen kann in seinen ganz eigenen Raum, ist, glaube ich, schon schön, ja. Einfach, vielleicht braucht es einfach nur die Möglichkeit zu haben, also gar nicht, dass man sie dann irgendwie aktiv dauerhaft viel nutzen muss, aber dass es da ist. So das Herzstück von jeder Jurte ist ja immer der Ofen. Und das ist unsere Küchenhexe, die hat auch eine süße kleine Geschichte. Wir haben die nämlich für 50 Cent gekauft. Ja, also nicht ganz. Ich hatte eine 50-Cent-Münze, die eine Fehlprägung war irgendwie und habe die verkauft für 2.400 € oder so. Irgendwie einen Sammler gefunden, der die unbedingt haben wollte. Genau. Und dann haben wir uns von dem Geld die Küchenhexe neu gekauft. Das war irgendwie auch sehr schön. Und in der kann man backen und kochen und die heizt natürlich im Winter hier wunderschön auf. Ja, und der Kleiderschrank noch, der ist so ein bisschen kombiniert mit der Kommode auf der anderen Seite. Auch da habe ich mich vor allem sehr reduzieren dürfen, wie ich hier eingezogen bin. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Andreas mehr hat als ich. Ja, so kann man das sagen. Ja, war auch sehr befreiend, irgendwie mal seine Klamotten einfach auszumisten und zu gucken, was braucht man eigentlich wirklich und was eigentlich überhaupt nicht. Ja, das ist so einmal ein Rundgang durch unsere Jurte. Im Sommer sind wir natürlich viel außen im Garten, der ja dann auch noch ein bisschen Pflege jetzt dann bedarf.
Den dürfen wir jetzt dann mal noch anlegen und schön herrichten, wie wir das gerne hätten. Ja, also meine Leidenschaft ist tatsächlich das Stricken und das Häkeln oder ist vielleicht sogar eher eine Sucht. Ich bin da immer oft in der Massenproduktion von Schuhen bis Pulli, Jacken, Westen oder eben jetzt gerade eine Mütze für den Hund. Ich habe spanische Hunde, also unter anderem eben einen Galgo und ja, der hat auch einen gestrickten Pulli und der friert halt einfach sehr, weil er kein Fell hat, was für den Winter gut geeignet ist und auch keine Unterwolle. Und wir sind hier am Berg und wenn wir eben rausgehen und spazieren gehen, dann habe ich jetzt gemerkt, wenn der Wind so arg geht, dass ihm echt die Ohren wehtun. Und dann habe ich mir so überlegt, boah, der bräuchte echt eine Mütze oder sowas. Und habe dann im Internet tatsächlich eine Strickanleitung gefunden für Windhunde. Ja, das ist gerade so mein Projekt. Ich bin gespannt, ob das was wird und wie peinlich das wird, wenn wir damit durchs Dorf laufen. Ja, und da bin ich gerade so ein bisschen mit dabei. Genau. Jetzt schaue ich gerade mal, dass wir da richtig weitermachen. Warte mal. Komm, wir gucken mal, ob das was wird. Probierst du es mal? Achtung. Nein, das geht nicht mit den Stäbchen. Ne? Oh nein. Aber so würde das aussehen. So, ja. Naja, wir schauen mal, ne? Das was wird. Ja. Es ist gar nicht mal so zu unterschätzen, wo wir leben und wie weit wir uns mit der Natur und mit dem Sein verbinden und wie weit wir uns davon entfremden. Und einfach nur in der Wohnung zu sein oder nur in einem Haus, sich total zu verschulden vielleicht auch, um irgendwie den Traum zu leben, ein eigenes Haus zu haben, steht irgendwie für mich nicht mehr in der Relation. Also wir haben ja auch was Eigenes jetzt und klar ist es nochmal was anderes, kann sich nicht jeder vorstellen, das verstehe ich auch, aber wir haben mit doch relativ wenig Geld uns einen Wohnraum geschaffen, in dem wir total gerne leben und der sehr naturverbunden ist und sehr organisch vielleicht auch. Und ich glaube, das ist was den Menschen auch wieder mehr zu sich bringt und mehr so ins Spüren einfach und nicht irgendwo so abgekapselt, steril in Anführungsstrichen zu leben. Und das wäre so meine Message, glaube ich, dass es schon was ausmacht, wo man lebt und wie man lebt. Und ja, vielleicht können sich da ja noch mehr Herzen dafür wieder öffnen, dass es für mehr Menschen zugänglich ist, so zu leben.